Steigende Meeresspiegel, brennende Wälder, zerstörerische Wirbelstürme. Der Klimawandel und seine Folgen stellt die Menschheit vor eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Doch wie sieht eigentlich der Klimawandel in der Schweiz aus? Obwohl das Thema allgegenwärtig ist, bleiben viele Fragen offen und Zusammenhänge unklar. In diesem Video erklären wir deshalb kurz und objektiv, was man heute wirklich über den Klimawandel weiß und weshalb er auch die Menschen in der Schweiz betrifft. Wir Menschen verändern seit der industriellen Revolution die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre stark, vor allem durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2, Methan und Stickoxiden. Diese Gase kommen auch natürlicherweise in Spuren in unserer Atmosphäre vor. Dort lassen sie die kurzwellige Sonnenstrahlung mehrheitlich passieren. Die langwellige Wärmestrahlung der Erde wird jedoch zurückgehalten und bleibt länger in der Atmosphäre. Dieses Phänomen nennt man den natürlichen Treibhauseffekt. Wenn wir nun mehr Treibhausgase ausstoßen, verstärkt sich dieser Effekt. In der Folge steigt die globale Durchschnittstemperatur, weshalb man oft auch von Klimaerwärmung spricht. Klimaerwärmung bedeutet jedoch nicht, dass es im Winter nicht mehr kalt werden kann. Es heißt nur, dass es im weltweiten Durchschnitt wärmer wird. Das ist deshalb so, weil Klima das durchschnittliche Wetter bezeichnet, also längerfristige Trends. Im Gegensatz dazu ist Wetter der aktuelle Zustand der Atmosphäre an einem Ort und unterliegt deshalb auch dem Zufall. Doch woher wissen wir überhaupt, wie das Klima in 10, 50 oder 80 Jahren aussehen könnte? Hier kommen Klimamodelle ins Spiel. Dabei handelt es sich um Computermodelle, welche die Vorgänge der Atmosphäre simulieren. Dadurch wissen wir, wie sich das Klima bei Veränderungen der Treibhausgasmenge verhalten wird. Viele weitere Faktoren fließen in diese Berechnungen mit ein, zum Beispiel die Wechselwirkungen des Klimas mit den Ozeanen oder der Vegetation. Weil diese Wechselwirkungen sehr komplex und noch nicht vollständig verstanden sind, werden sie vereinfacht. Solche Vereinfachungen sind in jedem Modell unterschiedlich umgesetzt. Deshalb entstehen auch leicht unterschiedliche Vorhersagen in jedem Modell. Kombiniert man nun diese Vorhersagen, erhält man einen Bereich, in dem sich das Klima voraussichtlich bewegen wird. Eine weitere große Unsicherheit in diesen Vorhersagen sind wir Menschen. Mit unseren Emissionen beeinflussen wir den Verlauf des Klimawandels. Ob wir nun in den nächsten Jahren unseren Ausstoß reduzieren oder so weitermachen wie bisher, bestimmt darüber, wie stark die Auswirkungen des Klimawandels werden. Deshalb arbeiten Klimaforscher mit Szenarien. Das Verminderungsszenario geht beispielsweise davon aus, dass die Emissionen im Verlauf des 21. Jahrhunderts stark gesenkt werden. Hingegen geht das Referenzszenario davon aus, dass kein Klimaschutz stattfinden wird. Für jedes dieser Szenarien werden dann die Auswirkungen des Klimawandels unabhängig berechnet. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der Voraussage des Klimawandels sowohl Unsicherheiten aufgrund der unterschiedlichen Klimamodellen besteht, als auch aufgrund der Reaktion der Menschen. Skeptiker des menschengemachten Klimawandels argumentieren oft damit, dass es früher auch schon wärmer war und mehr CO2 in der Atmosphäre hatte als heutzutage. Und damit haben sie recht. Natürliche Schwankungen der Temperatur und der Konzentration von Treibhausgasen hat es schon immer gegeben. So war es beispielsweise vor 50 Millionen Jahren rund 14 Grad wärmer und die CO2-Konzentration war viermal so hoch wie heute. Jedoch kann man mit diesen Schwankungen nicht die aktuelle Erwärmung herunterspielen. Erstens läuft die von uns ausgelöste Klimaveränderung viel schneller ab als frühere Schwankungen. Dadurch hat die Natur weniger Zeit, sich den neuen Bedingungen anzupassen und mehr Arten werden aussterben. Zweitens erlebte die Menschheit erst unter dem stabilen Klima der letzten Jahrtausende ihre Blütezeit. Dieses Klima war optimal für uns und es ist noch unklar, wie wir uns unter einem deutlich wärmeren und variableren Klima schlagen werden. Es ist also in unserem Interesse, zu versuchen, das bisherige Klima beizubehalten. Dass die Temperaturen im Durchschnitt steigen, zeigt sich auch daran, dass die 20 heißesten jemals gemessenen Jahre während den letzten 22 Jahren stattfanden. Diese Erwärmung hat weitreichende Konsequenzen auf alle Bereiche der Welt. Extreme Wetterereignisse wie Dürren oder Überflutungen werden immer häufiger. Verheerende Wald- und Buschbrände sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Eiskappen an den Polen und Gletscher schmelzen im Rekordtempo. Die Meeresspiegel steigen. Permafrost taut auf. Die Liste der negativen Auswirkungen ist schier endlos. Und trotzdem entsteht oft der Eindruck, dass Klimawandel in der Schweiz ein untergeordnetes Problem ist.
Doch ist dem auch so? Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt die Schweiz einen doppelt so starken Anstieg der Durchschnittstemperatur wie die restliche Welt. Doch weshalb ist die Schweiz so überdurchschnittlich stark betroffen? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens speichern die Weltmeere zusätzliche Wärme und dämpfen so die Erwärmung. Dieser Effekt ist weniger stark im Innern der Kontinente, wodurch sich Länder wie die Schweiz stärker aufheizen. Zweitens erwärmen sich die Pole mehr als Gebiete am Äquator. Die Schweiz in mittleren Breiten liegt also auch im Einfluss dieser stärkeren Erwärmung. Obwohl die bisherige Erwärmung um 2 Grad nicht nach viel klingt, sind die negativen Auswirkungen in der Schweiz bereits heute spürbar. So hat zum Beispiel das Gletschervolumen im Vergleich zu 1850 um mehr als 60% abgenommen. Hitzewellen sind heute 3-mal häufiger als noch um 1900. Starkregen kommen 30% öfter vor und sind intensiver. Frosttage haben seit 1961 um 60% abgenommen und die 0-Grad-Grenze ist um 300 bis 400 Meter gestiegen. Die Prognosen für die Jahre 2050 und 2100 sehen noch düsterer aus. So werden bis 2100 fast alle Gletscher in der Schweiz komplett verschwunden sein. Hitzewellen werden noch heißer und dauern länger an. Starkregen werden häufiger und noch intensiver. Frosttage werden seltener und die 0-Grad-Grenze steigt um bis zu 1000 Höhenmeter an. Was bedeuten diese Veränderungen also konkret? Es ist zwar kaum möglich, konkrete Ereignisse dem Klimawandel zuzuschreiben. Trotzdem ist klar, dass solche aufgrund des Klimawandels in Zukunft häufiger auftreten werden. Nachfolgend 4 Bereiche zur Illustration. Wenn weniger Schnee fällt, müssen viele tiefer gelegene Skigebiete schließen. Für höher gelegene Skigebiete entstehen hohe Kosten und ein hoher Wasserverbrauch, um die Pisten künstlich zu beschneien. Über kurz oder lang geht der Klimawandel also dem schweizerischen Wintersport an den Kragen. Da weniger Niederschläge in Form von Schnee fallen werden, ist dieser im Frühling auch schneller wieder weg. Dadurch und da die Gletscher abschmelzen, wird es weniger Abfluss im Frühling und Sommer geben. Dies führt dazu, dass Speicherseen und Wasserkraftwerke weniger Strom produzieren können, was zu Ertragseinbußen führt. Durch die extremeren Temperaturen und Wetterereignisse entstehen auch mehr und größere Schäden an der Infrastruktur. So kostete das Hochwasser von 2005 schätzungsweise rund 3 Milliarden Franken. Eine Studie von Swiss Economics von 2019 geht davon aus, dass uns der Klimawandel ums Jahr 2050 rund 1 Milliarde Franken pro Jahr kosten wird. Dies zum Beispiel durch Hochwasser oder verbogene Eisenbahnschienen. Auch wenn Permafrost taut und dadurch Berghänge instabil werden, entstehen große Schäden. Beispielsweise musste die Luftseilbahn zum Eckishorn 2019 präventiv geschlossen werden, da das Gelände mit dem Tauen des Permafrostes eingesackt war. In den letzten Jahren lesen wir jeden Sommer, dass die Bauern in der Schweiz aufgrund anhaltender Hitze und Trockenheit ihre Felder zusätzlich bewässern müssen. Oftmals können sie dabei nicht mal Wasser aus den Flüssen und Bächen entnehmen, da diese zu wenig Wasser führen. Folglich kommt es zu geringeren Ernten. Weltweit fallen diese Ernteeinbußen oft noch größer aus, bis hin zu kompletten Ernteausfällen. Die Folgen sind eine Verteuerung von Lebensmitteln auf dem Weltmarkt, welche auch wir in der Schweiz zu spüren bekommen. Der Klimawandel wirkt sich auch negativ auf unsere Gesundheit aus. Langanhaltende Hitzewellen schwächen die Menschen und können sogar zum vorzeitigen Tod führen. So starben im Hitzesommer 2003 in der Schweiz rund 1000 Menschen vorzeitig. Europaweit waren es gar 70.000. Die warmen Temperaturen begünstigen auch eine Zunahme von Mücken und Zecken. Diese können teils neue Krankheiten verbreiten, wie beispielsweise das Denguefieber. Es ist schwierig, die konkreten Kosten des Klimawandels zu berechnen. Folglich sind Schätzungen über die Höhe der Kosten unsicher. Und dennoch ist bereits heute klar, es wird bedeutend teurer, die Symptome des Klimawandels zu bekämpfen, anstatt dessen Ursachen. Heute schon griffige Maßnahmen einzuführen, ist aber nicht nur kostengünstiger. Je früher wir handeln, desto mehr Möglichkeiten bleiben uns, um den Klimawandel zu bekämpfen. Treibhausgase im Nachhinein wieder aus der Luft filtern zu wollen, kann uns beim Klimaschutz lediglich unterstützen. Effektiv bekämpfen lässt sich der Klimawandel nur, indem weltweit der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt wird. Wenn es jedoch darum geht, Verantwortung zu übernehmen, drücken sich viele Staaten und schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Besonders auf die Staaten mit hohen Emissionen wie die USA, China oder Russland wird oft mit dem Finger gezeigt.
Auch wenn die Schweiz insgesamt weniger ausstößt als solche Nationen, darf man sich nicht vom Schein dieser Zahlen trügen lassen. Geht es nämlich um den Pro-Kopf-Ausstoß, hält auch die Schweiz vorne mit den Großen mit. Stießen alle Menschen auf der Welt so viel CO2 aus wie jemand in der Schweiz im Durchschnitt, würde sich der Klimawandel noch viel schneller verstärken. Um nachhaltig zu sein, bräuchten wir fast 3 Erden, wenn jeder wie wir in der Schweiz leben würde. Folglich trägt auch die Schweiz Verantwortung, trotz dem im Vergleich kleinen absoluten Ausstoß. Einerseits kann die Schweiz als führender Technologiestandort entscheidende Beiträge zur Verminderung der Emissionen leisten. Durch Forschung und innovative Technologie verschafft sie sich zudem international einen Marktvorteil und die Bekämpfung des Klimawandels wird auch wirtschaftlich attraktiv. Andererseits ist die Schweiz eines der reichsten Länder der Welt und hat damit die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Schlussendlich müssen weltweit alle am gleichen Strang ziehen, auch die Schweiz. Warum also nicht schon jetzt? Auch als einzelne Person kannst du einen Beitrag leisten. Dabei musst du nicht ein Leben in komplettem Verzicht führen, sondern an den richtigen Stellschrauben drehen. Möchtest du also einen positiven Einfluss haben, dann versuche, selten Auto zu fahren, auf das Fliegen möglichst zu verzichten und wenig Fleisch zu essen. Überdenke auch deinen Konsum, indem du dich fragst, ob ein Kauf dein Leben wirklich bereichert und du dich achtest, Lebensmittel saisonal und möglichst aus der Region zu kaufen. Möchtest du außerdem, dass auch die Politik mehr fürs Klima macht, versuche dementsprechend zu wählen. Mit diesen Dingen hast du den größten Einfluss auf deinen persönlichen CO2-Fußabdruck. Durch solche Maßnahmen und die internationale Zusammenarbeit können wir effektiv unsere Emissionen senken und das Klima schützen. Auch wenn Klimaschutz manchmal unangenehm ist und mit Verzicht verbunden sein wird, wirkt er erwiesenermaßen. Dadurch können wir die Klimaveränderungen in der Schweiz bis Mitte Jahrhundert um die Hälfte und bis Ende Jahrhundert um 2/3 reduzieren. Der Klimawandel und seine Folgen sind wissenschaftlich belegt und bereits heute erkennbar, auch bei uns in der Schweiz. Schlussendlich handelt es sich beim Klimawandel aber um ein globales Problem mit globalen Auswirkungen. Alle Staaten und Menschen müssen ihren Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele leisten, um wirksam gegen den Klimawandel vorzugehen. Auch wenn die Schweiz das Problem nicht alleine lösen wird, kann sie durch ihren Reichtum an Innovation, Technik, Wissen und Kapital mit gutem Beispiel vorangehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der Videobeschreibung findest du neben unseren Quellen außerdem weitere interessante Videos und Inhalte zum Thema. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du auf Gefällt mir klickst und das Video weiterverbreitest, damit auch andere mehr über den Klimawandel in der Schweiz erfahren. Wie ist deine Meinung zum Thema oder hast du andere Anmerkungen? Lass uns gerne unten in den Kommentaren diskutieren.